Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, wer mich noch nicht kennt, und ich bin heute zusammen mit Melanie unterwegs, denn wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, wir sind heute wieder auf Spurensuche Zweiter Weltkrieg und wir befinden uns heute an einer der größten noch erhaltenen NS-Anlagen aus dem Dritten Reich. Das ist die Ordensburg Vogelsang, und was wir hier alles sehen und erleben, wird wahrscheinlich höchst spannend. Also bleibt dran, es erfolgt ein kleines Intro und dann geht's los. Mitten in den Wäldern der Eifel, hoch über dem Urftsee, liegt ein Ort, der bis heute eine unbequeme Frage aufwirft. Wie konnten Menschen andere Menschen davon überzeugen, sie seien mehr wert als alle anderen? Wie konnte aus einer Idee eine Katastrophe werden? Und wie wurden junge Männer dazu erzogen, diese Ideologie später in die Welt hinauszutragen? Genau hier, auf der Ordensburg Vogelsang. Was heute wie eine beeindruckende Festung aus Naturstein wirkt, war einst eine der wichtigsten Kaderschmieden des Nationalsozialismus. Hier sollten keine gewöhnlichen Menschen ausgebildet werden. Hier sollte eine neue Elite entstehen. Männer, die sich als zukünftige Führer eines ganzen Volkes sahen. Männer, denen beigebracht wurde, dass Gehorsam wichtiger sei als Mitgefühl, dass Stärke über Menschlichkeit steht und dass manche Menschen mehr wert seien als andere. Zwischen diesen Mauern wurden junge Ordensjunker geformt. Nicht nur körperlich, sondern vor allem ideologisch. Mit dem Ziel, eines Tages Verantwortung im Staat, in der Partei und im Krieg zu übernehmen. Viele von ihnen sollten später Teil eines Systems werden, das Europa ins Verderben führte. Die Ordensburg Vogelsang ist deshalb weit mehr als nur ein beeindruckendes Bauwerk. Sie ist ein Mahnmal. Ein Ort, der zeigt, wie gefährlich es wird, wenn Menschen anfangen, sich zu Herrenmenschen zu erklären. Und genau diesen Ort erkunden wir heute. Willkommen auf der Ordensburg Vogelsang. So, wir starten auch mitten rein. Wir sind jetzt hier schon an der Ordensburg Vogelsang, also hier in der Eifel. Und ja, es ist einfach schon wieder kolossal, wenn man das hier sieht. Also ich bin hier, keine Ahnung, 30, 40 Meter von der Anlage hier entfernt. Also wir sind hier im Eingangsbereich, und der Eingangsbereich, dazu kommen wir noch, ist ein riesiges Eingangstor, und der wird gesäumt von zwei, ja, riesigen Türmen. Diese Türme, da muss man aber noch dazu sagen, die sollten eigentlich später noch deutlich größer werden. Und wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite, also wir haben dann auch noch einen Turm auf der linken Seite, einen Ordensritter. Man muss dazu sagen, dass ja, diese Schüler, die hier ausgebildet wurden, die nannte man halt Ordensjunker. Und man hat ja so ein bisschen eine Geschichte dazu entwickelt, um ja einen Bezug auch in die Vergangenheit zu schaffen, was natürlich ja eigentlich absoluter Quatsch ist, aber so eine Art Missionierung, was man hier natürlich vorhatte. Und das waren ja damals auch die Ordensritter, zum Beispiel der Deutschorden, der im Osten aktiv war. Und das hat man halt als ja, geschichtlichen Hintergrund auch so ein bisschen hier verwendet. Und das ist jetzt hier ja, so eine Propaganda ja, Kulisse, die man hier erschaffen hat. Und das ist halt dieser Ordensritter mit Schwert, wehenden Umhang auf dem Pferd. Und wie gesagt, dieser Turm, der sollte noch deutlich höher werden. Keine Ahnung, wie hoch der jetzt ist. Ich gehe mal von aus, mindestens 15 bis 20 Meter wird er höchstwahrscheinlich sein. Und das Gebäude geht jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt einmal davor. Ich werde jetzt versuchen, euch das hier ja, so zu, ja, also wir werden es versuchen, so chronologisch irgendwie abzulaufen, dass das hier für euch auch Sinn ergibt. Wir werden versuchen, auch Sachen einzublenden und so weiter und so fort. Also das wird hier höchst spannend. So, jetzt sind wir einmal auf die linke Seite gegangen. Und hier haben wir diesen stilisierten Ordensjunker, also das Abbild der Schüler, die im Prinzip hier in dieser Ordensburg aktiv gewesen sind. Auch hier hat man wieder das Pendant, also auf einem Pferd sitzt ein junger Mensch mit einer Fackel, auch wehenden Umhang, und das sollte im Prinzip dann
die aktuellen Ordensjunker, die hier halt in dieser Schule gewesen sind, symbolisieren. Auch sehr groß, das kann man halt auch wieder schlecht darstellen. Aber wie gesagt, ich habe euch ja hier einmal gezeigt, wenn Melanie mal kurz die Kamera nimmt, dann habt ihr wieder den Größenvergleich, wie groß der Turm eigentlich ist und somit auch, wie groß diese Skulptur ist, die hier an der Seite ist. So, ich denke, das kann man jetzt ganz gut erkennen, wie groß das Ganze hier ist. Die Figur, die hat auch schon einige Abplatzer. Dazu werden wir dann später auch noch kommen, weil hier gibt es auch noch andere Propagandaskulpturen von den sogenannten Herrenmenschen. Auch das soll ja ein Herrenmensch auch verkörpern. Die wurden halt zum Teil beschossen mit Kleinkaliberwaffen von den Alliierten, die dann später diese Ordensburg halt auch eingenommen haben. Und im späteren Verlauf haben ja dann, nachdem die Briten das Ganze hier übernommen haben und das dann an die Belgier abgegeben haben, haben die Belgier ja hier eine Kaserne betrieben, noch viele Jahre lang. Und ja, trotz alledem ist es spektakulär, dass das halt noch erhalten ist, ne? Weil gerade auch die Amerikaner haben ja auch dafür gesorgt, dass solche NS Propaganda ganz schnell komplett entfernt wurde. Da spricht man jetzt nicht nur von Hakenkreuzen auslöschen oder Adolf Hitler irgendwie als Namen irgendwo, wenn das dran stand, dass man das entfernt hat, sondern wirklich auch komplette Propagandakunst, dass man die halt auch entfernt hat. Hier hat man auch noch mal den Turm mit der Zugangsseite. Also was jetzt genau in dem Turm ist, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht sagen. Oder was halt da drin mal gewesen ist, sagen wir es mal so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Die Steine, die hier in der Anlage verwendet werden, ist diese Grauwacke. Das ist ein Naturstein, den man hier aus diesem Gebiet geholt hat. Ihr müsstet da ein bisschen was sehen. Ich glaube, da hinten geht es irgendwie hoch. Ich sehe das jetzt nur ganz klein auf dem Bildschirm. Ja, und diese Grauwacke, das war hier, wie gesagt, aus dem Gebiet. Das ist ja so eine Art Sandstein, müsste es sein, dunkler Sandstein, aber deutlich härter. Und beschäftigt oder aufgebaut hat man das mit 1500 Arbeitern. Das waren jetzt aber keine Zwangsarbeiter. Wie gesagt, das war ja noch bevor die große Deportationswelle und so weiter losging, noch in den 30er Jahren. Also wie gesagt, 1934 hat man damit angefangen und das kontinuierlich aber weiter ausgebaut. Diese Anlage, die wir heute jetzt hier sehen werden, die ist auch nur zu 40% fertiggestellt. Also fehlen noch ganze 60%, das werden wir euch auch noch sagen, was hier noch alles geplant wurde. Das ist wirklich absolut gigantisch, das ist krass. Ja, hier ist jetzt diese Zufahrtsstraße, wo wir auch reingekommen sind. Da hinten ist der Parkplatz. Jetzt könnt ihr euch hier einmal ein Bild machen. Wir haben jetzt hier noch solche Querblöcke, die hier an diese Türme angebunden sind, die jetzt hier diesen Zufahrtsweg einrahmen zu dem Hauptportal. Da ist wie gesagt der zweite Turm. Diese ganze Bildhauerkunst, diese Propagandakunst, die stammt auch von den berühmten Bildhauer in der NS-Zeit, Willy Meller. Und das Ganze erschaffen oder der Architekt von dem Ganzen ist Clemens Klotz. Auch das ist ein berühmter Name für die NS-Baukunst im Dritten Reich. Das waren im Prinzip die zwei berühmten oder prominenten Erschaffer von dem Ganzen. Und das Ganze sollte natürlich auch wieder so angelegt sein, dass es halt sehr symmetrisch alles ist. Dann hat man wieder so eine Nord-Süd-Achsen-Ausrichtung verwendet. Und das Ganze musste natürlich über extrem groß und breit gebaut werden. Einfach damit wir uns Menschen beim Betreten halt klein fühlen. Das ist immer der Ausdruck, also dieser Brutalismus, der Ausdruck des Staates, dass der Staat die höchste Instanz ist, die größte Macht ist und dass der Mensch als Einzelner hier keine Bedeutung hat, also praktisch nur im Kollektiv existiert und dem halt auch zuarbeitet irgendwo. Und das sollte das Ganze halt wieder ausdrücken, ne? Auch sinnbildlich für die Übermacht, die Herrenrasse,
Das soll das Ganze Ausdruck verleihen, auch gegenüber befreundeten Staaten in der NS-Zeit, die das ja hier auch besucht haben, beispielsweise Italien oder Rumänien, dass die auch sofort diesen Eindruck hier bekommen. Und ich glaube, das gelingt ganz gut. Hier hat man auch mal einen Teil, einen Propeller von einem Flugzeug, was hier vermutlich von den Alliierten ist. Es geht da hier nicht ganz hervor von der Tafel. Kann natürlich auch von einem deutschen Flieger sein. Man spricht hier davon, dass das Ganze ja halt auch gleichzeitig hier, also es gab hier auch ein Flugfeld, einen Flugplatz, wo auch diese Lehrgangsteilnehmer, so nannte man die ja dann auch, die Ordensjunker, auch das Fliegen lernen sollten, weil das hat man natürlich am Anfang mit Segelflugplätzen und so weiter, ja, gerade die männliche Jugend dazu animiert, das halt zu machen, um ja, später dann ja, in der Luftwaffe halt auch eingesetzt zu werden. Ne? Es gibt da halt auch, wie gesagt, noch verschiedene Vereinigungen, die hier auch in der ganzen Gegend, in dem Umfeld nach abgestürzten Flugzeugbesatzungen suchen und im Prinzip ja, die Angehörigen halt informieren, sobald da was gefunden wurde und die Gräber und Denkmäler dann halt entsprechend ja, aufwerten und auch da nochmal eine gewisse Erinnerungskultur halt auch an den Luftkrieg und Bombenkrieg, der auch hier in diesem Bereich eine große Rolle halt gespielt hat. Auch Vogelsang wurde auch bombardiert, soweit ich weiß. Aber nicht so, dass jetzt hier sämtliche Gebäude irgendwie zerstört sind. Also der Großteil ist halt wirklich erhalten. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich, was ich zu Anfang sagte. Hier sind noch ein paar ganz besondere ja, Gegebenheiten. Und zwar hier, da wo jetzt dieser stilisierte Löwe der Belgier aufgesetzt ist, auf der anderen Seite genauso. Hier waren die Reichsadler draufgesetzt. Die hat man komplett entfernt. Und den Sockel, den ihr jetzt hier noch erkennen könnt, hier oben das Halbrunde, was hier so ausgekratzt und ausgestemmt ist, da war halt auch wirklich das Hakenkreuz drin. Und ja, das hat man dann später, als die Belgier diese Kaserne übernommen haben, hat man halt diesen belgischen Löwen dann oben drauf gesetzt. Ja, die Zufahrt ist halt auch gigantisch groß. Soweit ich weiß, sind das hier keine tragenden Säulen. Aber das hat natürlich nochmal wieder einen anderen Flair mit diesen Säulen. Man hat sich ja auch viel dieser Architektur aus der Historie auch übernommen und viele Elemente auch wieder so eingebaut. Diese Säulen, typische, kommt auch viel aus dem griechischen Bereich. Und auch diese Tingstätten, wo wir jetzt später auch noch eine sehen werden, das ist ja diese germanischen Versammlungsstätten, auch das hat man ja hier übernommen. Also man hat sich, sage ich mal, von der Architektur aus der Geschichte von verschiedenen Völkern hat man sich so das Pompöseste und so weiter halt rausgesucht und das halt hier mit vereinigt in dieser Anlage. Ja, wir werden jetzt hier geradeaus weitergehen und das wird jetzt halt systematisch ansteigen. Das werden wir jetzt im Gelände sehen. Also wir werden dann einige Höhenmeter machen. Auch das hatte halt Sinn, weil man sollte halt, wenn man drauf zuläuft oder wenn man von dieser Anlage runterschaut, sollte man halt immer so ein erhabenes Gefühl halt haben und die Anlage sollte hier in der Natur trotzdem einen beherrschenden Raum halt einnehmen. Ja, das war halt wichtig. Das sind immer so die zentralen Punkte solcher Anlagen. Und ja, das werden wir hoffentlich dann auch gleich hier sehen, wenn wir jetzt hier diese Anlage weiter beschreiten. Ja, diese Anlage ist wie gesagt ja über 100 Hektar groß, also über 50.000 Quadratmeter reine Gebäudefläche, ne, dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, von was wir hier sprechen. Also, und das, wie gesagt, ist ja nur 40%, also sollte noch deutlich mehr hier passieren und wir bewegen uns jetzt hier auch so erstmal auf das Zentrum dieser Anlage zu. Da steht heute die ehemalige belgische Kaserne Van Doren. Ich glaube Van Doren, das war, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der erste belgische Tote oder Getötete im Zweiten Weltkrieg. Und
Ja, hier gibt es nochmal verschiedene Ausstellungssachen. Und ja, denen hat man halt diese Kaserne dann namentlich da ein Zeichen gesetzt, gewidmet. Und hier dieser Platz, den ihr jetzt hier seht, hier sollte noch was viel Spektakuläreres hingebaut werden. Es gibt entsprechende Konzeptzeichnungen und so weiter von dem Architekten. Hier in der Mitte sollte das Haus des Wissens stehen. Und hier gibt es noch einen Turm, der ist dann weiter unten von der Anlage. Der Turm, der ist 48 Meter hoch. Da ist Wasserspeicherung und so weiter ist da passiert. Und da sind auch diverse Rituale durchgeführt worden, was das im Einzelnen ist, da kommen wir noch dazu. Aber hier sollte das Haus des Wissens entstehen mit einem 100 Meter hohen Gebäude. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das hätte man kilometerweit jetzt hier sehen können, weil wie gesagt, die Anlage steigt ja hier auch an. Das wäre so ein Brachialbau gewesen und der wäre auch noch in der Länge, in der Ausdehnung 250 Meter gewesen. Das sollte hier noch das Zentrum von dieser Geschichte werden und das ist halt wirklich gigantisch, das kann man sich jetzt wieder nicht vorstellen. Aber das haben die Nationalsozialisten ja gerne gemacht, viel geplant und das Ganze sollte hier auch das Germania der Eifel werden. Man wollte halt hier wirklich die Natur und diese Brachialbauten in Einklang bringen und die Ordensjunker, die sollten sich hier halt auch darauf vorbereiten, auf ihre Aufgaben. Und diese Aufgaben waren einfach, die hier gelehrte Rassenlehre zu verbreiten. Die sollten indoktriniert werden, also sage ich mal richtig auf Spur gebracht werden. Und ja, so ein Ordensjunker, was hatte der für Voraussetzungen? Also wer wurde hier genommen? Also das war keine militärische Kaderschule, sondern das war eine Kaderschule der NSDAP, wo man die Führungskräfte der Partei im Prinzip ausgebildet hat. Und dieses Ordenburgsystem, da gibt es ja noch mehrere. Es gibt also noch 2 weitere Ordensburgen, zum Beispiel Sonthofen wäre jetzt noch eine gewesen. Und dann ist, glaube ich, noch eine in Pommern entstanden und eine 4. Dazu ist es halt nicht mehr gekommen. Und da sollten diese Ordensjünger oder Junker diese einzelnen Ordensburgen praktisch in ihrer Ausbildung durchlaufen. Also die waren hier immer einige Monate, ich glaube mindestens 3 Monate, sind die hier in ihrem Studium gewesen und wurden hier jetzt besonders in Vogelsang auf diese Rassenlehre erstmal eingetrimmt. Und in diesen ersten Jahrgängen, wie gesagt 1939 war Schluss, also die Jahrgänge waren 1936 bis 1939, hat man da 500 Ordensjunker ausgebildet. Und diesen Ort bezeichnet man halt auch als Täterort, weil hier im Prinzip wirklich die Nazis, also die wirklichen ursprünglichsten Nazis halt entstanden sind. Also die Menschen, also viele dieser Ordensjunker haben natürlich den Krieg auch überlebt und wie in vielen anderen Bereichen, auch der SS und so weiter, sind ja nur wenige zur Rechenschaft gezogen. Gerade nach Kriegsdeutschland, 50er Jahren, hatte man andere Gedanken, wie Leute jetzt vor Gericht zu stellen, sondern es war geprägt vom Aufbau und das fing ja erst in den 60er Jahren an, wo man verschiedenen Personen halt den Prozess gemacht hat und in vielen Situationen halt auch ungenügend bestraft wurden, sagen wir es mal einfach so. Und diese Menschen haben bis in ihr Lebensende halt Kameradschaften auch gepflegt und haben dieser Ideologie auch nie abgeschworen, weil diese Geschichten, die einem hier eingepläut wurden, die hat man auch einfach nicht mehr aus seinem Kopf bekommen. Das muss man halt auch einfach so sagen, weil das waren Menschen, die waren in ihren 20ern, die Ältesten waren, glaube ich, Mitte 30, die hier zur Schule gegangen sind. Und die wurden so von Grund auf instrumentalisiert und indoktriniert, dass die das auch ihr Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben. Auch wenn sich politisch alles und die Gesellschaft schon komplett gewandelt hat, waren die immer noch genauso eingestellt. Ne? Es gab andere Bereiche, wo die Leute dem Nationalsozialismus dann in ihrem späteren Leben abgeschworen haben und nochmal in sich gegangen sind und nachgedacht haben, was das eigentlich für ein Konstrukt gewesen sind und wie sich das auf ihr eigenes Leben halt ausgeprägt hat. Ne? Ist diesen Menschen hier mit Sicherheit nicht teil geworden. Ne? Also das muss man einfach mal so sagen.
Ja, wir sind jetzt hier nur mal gerade eben kurz vorbeigegangen. Das werde ich jetzt hier auch noch mal für euch in Summe noch mal zeigen. Das hier ist das Kino, das ist aber erst später entstanden, von den Belgiern auch gebaut worden. Da kann man mit Führungen, die man hier auch buchen kann man sich das halt anschauen. Unser Fokus liegt jetzt so ein bisschen, sage ich mal, auf die Ursprünglichkeit der Ordensburg halt auch. Und diese Nachnutzung werde ich natürlich immer noch mal mit ansprechen. Aber ich möchte einfach mehr jetzt diese Ursprünglichkeit euch hier demonstrieren. Das ist nämlich jetzt halt auch ein Punkt. Das hat mit der Ordensburg an sich auch nichts mehr zu tun. Hier, wie gesagt, sollte das Haus des Wissens stehen. Und das ist halt die belgische Kaserne. Die hat man halt auch schon in dem Stil angelehnt, wie die restlichen Gebäude, also die ursprünglichen Gebäude der Anlage. Aber man sieht es trotzdem, die Fassade ist nicht die gleiche. Die Anlage von der Höhe her passt ungefähr wie die restlichen Gebäude. Aber hier hat man auf diese Verblendung mit dieser Grauwacke, darauf hat man jetzt hier verzichtet. Das ist jetzt eine einfache Putzfassade hier, die hier auch schon überall abbröckelt. Und hier wird das Ganze halt auch wahrscheinlich nur als Lager genutzt. Hier gibt es jetzt aktuell keine weitere Funktion von dem Ganzen. Also hier in der Anlage sind so verschiedenste, vorne im Eingangsbereich haben wir so einen Opel Oldtimer Club, Feuerwehr und so weiter sind da untergekommen. In den anderen Gebäuden, die wir weiter oben noch sehen, die Mannschaftenunterkünfte, sage ich mal, das sind Hundertschaftsgebäude und jetzt weiß ich gerade nicht, Hundertschaftsgebäude und Kameradschaftsgebäude, genau, so wurden die betitelt. Die wollte man, ich weiß aber nicht, ob es so ist, das werden wir dann gleich sehen, die wollte ein Hotelier erwerben, um ja, hier für Unterkünfte zu sorgen. Werden wir gleich sehen, ob das hier wirklich passiert ist. Ja, und das hier ist der Kasernenbereich. Also man sieht hier, man hat es ein bisschen verblendet mit diesem Grauwacke, aber nur so ein bisschen. Wie gesagt, das kann man sich jetzt hier so auch nicht anschauen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich auch wieder, wie man das Ganze dann halt hier auch finanziert hat. Ja, das war ja auch immer so eine Sache im Dritten Reich. Viele große Bauten wurden im Prinzip finalisiert durch Enteignung. Ja, also Arbeitgeberverbände und so weiter. Die hat man ja alle aufgelöst und die ganzen Sachen, die halt inne hatten, enteignet. Und somit hatte man halt auch das entsprechende Kleingeld, um solche gigantischen Anlagen halt zu bauen. Ich wollte jetzt noch mal eben auf diese Ordensjunker zurückkommen. Was hatten die eigentlich so für Voraussetzungen oder was mussten die für Voraussetzungen mitbringen, dass die hier überhaupt diesem Studium, sage ich jetzt mal, auch wenn das immer so ein bisschen blöd klingt, weil es ist ja einfach nur eine Lehre, die man hier durch diese Rassenlehre, es ist ja eine Pseudowissenschaft gewesen, das ist vollkommen ausgedacht und mit Mythen geschmückt und Herrenmensch über Untermensch und alles. Also das kann man ja jetzt kein Studium oder sowas nennen, aber so war es halt nun mal. Und ja, diese Ordensjunker mussten im Prinzip eigentlich, sage ich mal, von Anfang an in der NSDAP gewesen sein, also politisch aktiv in der ersten Stunde, sage ich mal. Also, dass man da schon mal wusste, okay, die waren sofort, als das Ganze losging, voll mit dabei. Das war eine Voraussetzung. Schulisch mussten die gar keine Ausbildung haben, also mussten auch nicht zur Schule gegangen sein. Das war jetzt nicht das große Thema. Aber die brauchten natürlich einen ARIA-Nachweis und am besten ja, weitgehend bis ins 18. Jahrhundert zurückreichend. Das war Voraussetzung. Und die mussten auch sportlich aktiv sein, weil man wollte natürlich diese Menschen hier auch zum Herrenmenschen formen, indem die körperlich das halt auch entsprechend leisten. Deshalb gab es ja auch sehr, sehr viel Sport in dieser Anlage neben dem Unterricht. Und das waren eigentlich, sage ich mal so, die
größeren Voraussetzungen, die man dafür halt brauchte. Ne? Ja, hier bekommen wir jetzt einen kleinen Einblick oder einen Ausblick, besser gesagt, auf die Urftalsperre. Also hat man hier angestaut. Da kann man im Prinzip auch runtergehen. Und wir kommen jetzt hier auch schon wieder an den nächsten Gebäuden vorbei. Hier müsste auch irgendwo der Adlerhof und diese Bürgerschenke auch sein. Und hier ist dann auch das Besucherzentrum, wo eine Dauerausstellung drin ist. Also Besucherzentrum war, glaube ich, schon 2005, 2006. Da hat man das Ganze praktisch hier wieder ins Leben gerufen und für die Allgemeinheit praktisch als Erinnerungskultur geschaffen. Man hat natürlich hier auch wieder das Bedenken gehabt, dass das so ein bisschen wieder für ideologisch Gesinnte als Treffpunkt und so weiter genutzt wird. Aber das Problem hat man natürlich bei vielen von diesen Anlagen, die bis heute existieren. Und das wird halt auch immer so ein Problem halt auch sein. Aber dem muss man halt immer mit Aufklärung entgegenwirken. Das ist einfach so. Und da bleibt da nichts anderes übrig. Aber wir lassen uns eben mal hier kurz von dieser Kulisse mal überzeugen, wie das hier gebaut wurde. Wie gesagt, das ist alles so symmetrisch angelegt. Und hier oben ist es wirklich absolut ruhig. Ne? Also man ist hier wirklich in der Natur. Hier hatte ich mich jetzt gerade eben versprochen, nicht Bürgerschenke, sondern Burgschenke nannte man das. Auch da kommt ihr praktisch mit, wenn ihr hier so einen Rundgang bucht, kommt ihr hier vermutlich auch rein. Es gibt halt entweder in dem Adlerhof oder in dieser Burgschenke auch nochmal so ein Wandrelief, also ein propagandistisches, angehauchtes Wandrelief, wo man einen Germanen sieht auf Pferd, der einen römischen Reiter verfolgt. Auch da wieder so ein bisschen die Anlehnung, der Germanenkult, der geherrscht hat, dass man da im Prinzip wieder sich was rausgezogen hat aus dieser ganzen Geschichte, dass der Germane praktisch in Form der Varusschlacht ja auch da schon die übermächtigen Römer damals besiegt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Germanen letztendlich gesehen auch ein loser Stammeshaufen waren damals, ne? Und die sich untereinander über Jahrhunderte bekriegt haben und sich dann letztendlich nur zu solchen größeren Problemen wie begegnen wir die Römer praktisch verbunden haben, verbündet haben, um dann als allgemein großes germanisches Volk den Römern gegenüberzutreten. Das darf man auch nicht vergessen. Ansonsten waren die Germanen halt viele einzelne Stämme, die hier in dem Bereich auch gelebt haben. Hier kommen wir auch noch eine Etage höher. Da ist das Besucherzentrum. Da hinten ist dieser 48 Meter hohe Turm. Da werden wir dann später auch noch hingehen. Und hier hat man halt auch überall noch solche kleinen Sockel, wo damals auch schon eine Beleuchtung dran gewesen ist. Die hat man schon abgenommen. Genau, ihr seht diesen cleanen Bau halt auch, ne? Also Holz und Stein, aber es ist halt immer irgendwie clean und auch diese Gänge sind lang und dass man sich dann immer so verloren vorkommt einfach, ne? Dieses Empfinden hat man einfach bei diesem Brutalismus. Ich glaube, das sind hier auch jetzt mittlerweile, ach ja, genau,
Ah, hier kann man sogar ein bisschen reingucken. Ich weiß nicht, das spiegelt wahrscheinlich zu sehr. Nee, doch, ihr könnt es sehen. Das ist diese Burgschenke. Da wurden im Prinzip ja, Feste gefeiert auch. Und da hat man sich aufgehalten, getrunken, gegessen. Es sollte ja halt auch wieder, diese Kameradschaft ist ja auch wieder im Fokus. Ne? Man war für sich nie allein, also dass man irgendwie eigenen Gedanken oder so nachgehen konnte. Das ist ja gar nicht erwünscht gewesen. Man sollte immer in einer Gemeinschaft auftreten, immer zusammen. Auch Besuche jetzt hier in dem Bereich ringsrum, das sollte immer zusammen passieren. Das sind auch nochmal verschiedenste Tafeln da gezeigt und oben auch die Beleuchtung und so weiter. Und ich meine, auf der Seite da ganz außen oder da vorne in dem Eingangsbereich ist diese Tafel. Vielleicht habe ich da auch noch mal ein Bild irgendwo, wo der germanische Reiter den Römer verfolgt. Ja, hier am sogenannten Adlerhof unterhalb dieser Burgschenke haben wir auch einen stilisierten Reichsadler hier eingearbeitet. Man kann das ganz deutlich erkennen. Und der ist riesig. Wenn ihr mal wieder so einen Vergleich habt, ich gebe euch noch mal eben an Melanie weiter, wie groß das wieder ist hier. Und hier unten könnte man annehmen, das weiß ich jetzt gerade nicht mit Sicherheit, vielleicht findet man noch mal ein Originalfoto, weil hier ist ein nachträglicher Fenster eingelassen, ob hier nicht auch ein Hakenkreuz wieder drin gewesen ist. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das so gewesen ist. Also gewisse Ursprünglichkeit hat man ja hier beibehalten. Was ich aber trotzdem ein bisschen störend finde, sind diese großen Panoramafenster, die man jetzt noch mal so farblich eingelassen hat. Auch hier mit diesem Klotz hier, diesen gelben, das zerstört so ein bisschen auch die Atmosphäre jetzt hier. Ich weiß nicht so recht, warum man das so eingerahmt hat. Aber naja. Hier unten sehen wir jetzt die Kameradschafts- und Hundertschaftshäuser. Also Kameradschaftshäuser sind die größeren und ja, ergo Kameradschaftshäuser die kleineren. Also Kameradschaftshäuser, da wurden 50 von diesen Ordensjungern untergebracht. Oder halt Wehrmachtsangehörige später, ab 39. Wie gesagt, hat man keine Ausbildung mehr gemacht, sondern das andersweitig weiter genutzt, als der Krieg halt losging, weil auch diese Ordensjunker hier dann ja Kriegsdienst auch leisten mussten. Und diese Kameradschaftshäuser, diese Hundertschaftshäuser hat man halt 100 Personen untergebracht. Halt wie praktisch in so einer Kaserne halt auch. Ne? Wobei es halt ursprünglich nicht diese militärische Ausbildung in dem Sinne hier gab. So, wie zu Anfang gesagt, kommen wir jetzt hier zu diesem Wasserturm, also wo so ein bisschen diese Wasserwirtschaft abgelaufen ist, also Wasserspeicherung ist das da gewesen und aber halt auch wieder dieses teilweise okkultische Rituale und so weiter und weiter indoktrinieren der Menschen, indem man da halt speziell es gab ja damals, man wollte ja, sage ich mal, dieses Christentum auch ein bisschen mehr oder weniger aus den Köpfen der Leute halt rauskriegen. Also solche Sachen wie Weihnachten, das ging natürlich nicht, weil das traditionell so verankert war. Aber was zum Beispiel Heiraten anbelangt, dieser Prozess der kirchlichen Trauung und so weiter, das hat man schon bei vielen wegbekommen. Und dann hat man hier, das ist auch gigantisch, 48 Meter ist der hoch. Da hat man hier zum Beispiel solche Eheweihungen vorgenommen, nannte man das. Und das war ein ganz anderes Prozess, ein ganz anderes Ritual des Verheiratens der Ordensjunker zum Beispiel mit ihren Frauen. Das lief dann halt komplett anders ab und das hat man jetzt hier in diesem Turm beispielsweise gemacht. Das sieht jetzt, wenn man direkt darunter steht, nochmal richtig martialisch aus. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, der ist 48 Meter hoch
Und das Haus des Wissens, wie gesagt, sollte 100 Meter hoch werden. Das ist wirklich krass. Ja, und hier waren auch so viele berühmte Persönlichkeiten des NS-Regimes natürlich und haben auch ihre Vorlesungen und Propagandaunterricht abgehalten. Beispielsweise Josef Goebbels war auch hier, aber auch Adolf Hitler war, glaube ich, mindestens zweimal hier, als er sowieso allgemein ja, diesen Westwall besucht hat. Der ist ja diesen Westwall immer abgefahren. Und die Ordensburg befindet sich ja halt auch direkt in diesem Konstrukt. Also rings um die Ordensburg gibt es 16 Westwallbunker, die zum Teil halt auch das mit verteidigt haben oder die Ordensburg besser gesagt in dieses Verteidigungskonzept auch mit eingearbeitet ist. Diese 16 Westwallbunker, die sind aber alle zerstört, da kann man jetzt auch nicht mehr viel sehen. Dass sich das jetzt lohnt, halt wirklich anzugucken. Ja. Und schaut euch das mal an, das ist ja wirklich immens. Also hier hat man wirklich das Gefühl, das ist so ein bisschen eine mittelalterliche Burg, aber das ist ja eine komplette Anlage, keine Burg für sich jetzt so gesehen allein. Ja, und hier könnte man halt hochgehen, tatsächlich von April bis Oktober täglich 13 Uhr. Da müsste man sich halt anmelden, damit jetzt nicht so viel hier los ist, höchstwahrscheinlich. Das ist schon gigantisch. Ja, und hier gab es auch so eine Art Sitzungssaal, so einen Kameradschaftssaal auch drin. Auch da gab es eine Propagandafigur, ich weiß nicht mehr, also auch wieder dieser Herrenmensch aus Holz mit verschiedenen germanischen Runen und so weiter, dem man dann eine entsprechende Bedeutung halt zugesprochen hat. Also praktisch wie so eine Art Altar. Und da haben die halt auch ihre Unterrichte, sage ich jetzt mal, gemacht und geschworen auf den Nationalsozialismus und so weiter. Und halt auch gerade für die Anfänger, weil es ja die glühenden Nazis halt von der ersten Stunde auch waren und da nochmal eine andere Kameradschaft halt auch gegeben hat. Das hat man hier halt wirklich zelebriert. Und ja, auch das hier soll einen halt wirklich sehr, sehr klein wirken lassen und das gelingt halt auch. Ne? Ja, hier kommen wir jetzt zu dem Sonnenwendenplatz. Es ist nicht mehr viel übrig geblieben wie der Aufgang hier zu dem Platz und vor allen Dingen wieder von Meller, von dem Bildhauer, einen riesigen Herrenmenschen abgebildet hier an dieser Mauer. Sinnbildlich steht da, das kann man jetzt kaum noch erkennen. Da müssen wir mal gucken, ob wir den Text gleich noch irgendwie von der Tafel ablesen können. Ihr seid die Fackelträger der Nation, ihr tragt das Licht des Geistes voran im Kampfe für Adolf Hitler, müsste da nämlich stehen. Ich gehe jetzt mal hier aus der Sonne raus, damit ihr überhaupt den Fackelträger erkennen könnt. Ach, so wird ein Schuh draus. Ja, ich stehe jetzt hier unten. Ich gebe euch noch mal kurz Melanie, damit ihr den Größenvergleich einfach seht. Also das ist halt wieder so eine des Herrenmenschens. Angelehnt ist das Ganze auch an die Olympischen Spiele 36. Da hatte Meller auch, glaube ich, Aufträge erhalten. Da müssten ähnliche Figuren gestanden haben. Ich glaube 2 Stück. Und ihr seht einfach, wie groß der ist. Also ich gehe mal von mindestens 3,50 Meter aus. Aber er ist trotz alledem noch gut erhalten. Wie gesagt, viele von diesen Skulpturen wurden ja auch komplett zerstört. Ihr seht trotzdem auch hier, dass es hier halt überall Einschläge gibt von Kleinkaliberwaffen. Also der Genitalbereich ist komplett zerschossen, das Gesicht auch. Also hier haben auch wieder die Alliierten draufgeschossen, sich dann halt einen Spaß draus gemacht, das Ganze halt zu zerstören. Aber er ist trotzdem hier noch komplett erhalten und sollte halt sinnbildlich wieder für diesen Herrenmenschen stehen und für die Ordensjunker, die hier geschult wurden, dass die sich halt auch daran halt ein Beispiel nehmen, wie sie selber diesen großen Herrenmenschen praktisch nach draußen verkörpern. Deshalb, wie gesagt, wurde halt hier auch sehr viel Sport gemacht.
Und diese Rassenlehre war ja auch so, sage ich mal, die Grundbasis dafür, sage ich mal, um den Osten, wo sie ja dann später auch hingekommen sind, in diese entsprechenden Kommissariate wurden ja diese Ordensjunker übergeben, dieses Germania Richtung Osten halt zu bringen, ne, um halt wirklich die Leute alle da rauszutreiben und ja, die Deutschen im Prinzip halt anzusiedeln. So. Und das nahm halt hier seinen Ursprung. Ne? Und wenn man halt dem ausgesetzt ist und sich die ganze Zeit halt als etwas Größeres betrachtet über andere, ja, dann verinnerlicht man das halt auch einfach. Ne? Das ist halt wirklich. Und hier stand halt auch eine große Feuerschale, die entzündet wurde. Das existiert halt alles nicht mehr, klar. Aber das ist schon gigantisch, das zu sehen. Ne? Ja, von der Seite, weil ihr habt es ja wahrscheinlich gerade nicht gesehen, habt ihr hier noch mal besser den Spruch. Hier, wie gesagt, Adolf Hitler hat man natürlich dann ersetzt, dass das hier nicht zu sehen ist. Das Ganze ist halt, also das ist jetzt die Rückseite, auch innen hohl, so wie es aussieht. Also man konnte hier auch rein. Ja, hier gibt es sogar einen Treppenaufgang. Aha. Ich vermute mal, dass diese Feuerschale jetzt nicht hier unten, sondern nämlich da oben stande, dass man halt da hochlaufen konnte und das dann halt hier oben zu entzünden. Ich vermute, es ist so gewesen, ja. So, hier jetzt nochmal eben von der Distanz. Hier der Fackelträger und hier dieser Platz für Sonnenwendenfeier. Auch das ist wieder ja, sowas, was man aus der nordischen Mythologie und auch was ja immer noch praktiziert wird im Norden, Sonnenwendfeiern, übernommen hat. Also wie gesagt, man hat sich irgendwo überall so ein bisschen was rausgesucht, was so ein bisschen passt für ja, die große Verkörperung des Nationalsozialismus und dieses Schaffen der Einigkeit. Und jetzt gehen wir jetzt hier zu diesen Kameradschaftshäusern. Das sind die kleineren. Die Hundertschaftshäuser, wie gesagt, sind auf der rechten Seite, müssten die, glaube ich, so quer sein. Die sind jetzt zentral nach unten hin ausgerichtet zu den Sportplätzen. Ja, die haben alle diesen Stil. Die hat man später halt auch verwendet für ja, die belgischen Soldaten. Die sind hier dann untergekommen. Also im Prinzip kann man sagen, wie solche regulären Kasernengebäude, wo halt die Mannschaftssoldaten untergekommen sind, sind halt hier die Ordensjunker untergekommen und das halt auf begrenzten Raum. Wie gesagt, hier in diesem Block jetzt sind 50 Mann drin gewesen und da hinten dann 100 Mann. Ja, diese Kameradschaftshäuser, die waren halt auch zweistöckig. Also man hatte einzelne Schlafräume, Schlafsäle für jeweils 20 Mann und dann halt noch so einen Hauptaufenthaltsraum, so einen Kameradschaftsraum und Studienraum, wo man praktisch die ganze Zeit über mit seinen Ordensjunkerbrüdern so gesehen zusammen seine Zeit halt verbrachte. Und man kann das hier schon ganz gut erkennen, dass das halt terrassenförmig zum Hauptgebäude. Hier oben ist ja der Turm und da ist ja das Hauptgebäude mit dem Appellplatz, wo wir standen, wo der Reichsadler an der Mauer war. Das war ja der Appellplatz. Das war ja auch so der Ablauf am Tage. 6 Uhr ging das, glaube ich, los mit Sporteinheit, 1 Stunde. Dann oben antreten, Appellplatz, Fahne hissen und dann ging es halt los, Studium, abwechselnd mit Sportunterricht. So ging das im Prinzip dann halt den ganzen Tag. Und wenn das dann halt vorbei ist, dann ging es halt hier in diese Kameradschaftsräume. Man sieht das hier, die sind halt überall mit diesen Treppen halt verbunden. Und diese Bäume, die jetzt halt so gigantisch groß sind, die hat man damals halt extra klein gehalten. Da gibt es noch viele historische Aufnahmen, damit der Bau natürlich hier trotz alledem die Natur überragt. In der Mitte, das sind halt zum Teil Blumenbeete gewesen. Das ist halt auch alles irgendwo ja, fürs Auge halt
wichtig war. Auch hier ist jetzt glaube Rotes Kreuz oder sowas untergebracht. Wie gesagt, ich habe halt gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das halt auch so ist, habe ich jetzt noch keinen Hinweis hier gesehen. Sind halt einige Häuser auch von einem Hotelier gekauft worden. Ja, hier kann man dann auch noch reingehen. Hier geht es jetzt eine Ausstellung vom DRK. Und hier geht es im Prinzip von den Kameradschaftshäusern runter zu den Sportstätten. Hier nicht wundern, das hier ist eine Panzerstraße. Das ist halt auch durch die Nachnutzung der Berge entstanden. Auch hier mit diesen Sockeln, damit die Panzer hier nicht versehentlich hier runterrauschen. Ja, und hier hat man schon diese Singstätte, von der ich auch im fortlaufenden Video schon gesprochen habe. Das hat man hier wieder so ein bisschen adaptiert von den Germanen. Und da unten ist die Sportstätte und hier im Prinzip in diesem Rondell hier vorne hat sich im Prinzip die NS-Obrigkeit halt von der Ordensburg aufgehalten oder irgendwelche Besucher, die dem Schauspiel hier gefrönt haben und das von da oben im Prinzip alles verfolgen konnten. Also wie gesagt, dieses Sing- oder Dingstätte kommt ja aus dem Germanischen und war ja im Prinzip so eine Art Versammlungsort oder wo man gerichtet hat, also wo, ja, sage ich mal, bei den germanischen Stämmen in diesem Volk auch über die Stämme hinaus man sich halt getroffen hat, verhandelt hat, gerichtet hat und so weiter. Also es ist eine Art Versammlungsplatz. Und das hat man hier kombiniert halt auch mit diesen griechischen Theatern, ja, wo man ja praktisch unten, was ja jetzt hier in dem Fall unten das Schauspiel war, was man halt gezeigt hat, das Theater. Und hier, was man jetzt noch rudimentär erkennen kann, hier an den ersten Sitzreihen, das ging jetzt bis hier hoch. Da saßen im Prinzip die Menschen und haben jetzt hier diesem Schauspiel halt gefolgt. Ja, das hat man halt von Anfang an hier mit in das Konzept eingearbeitet. Diese Singstätte, die gab es ja in den kompletten damaligen Reich halt zu Anfängen. Aber das war für die Leute auch nicht mega spannend, weil diese Sachen, die man hier vorgeführt hat, die waren halt ziemlich lapidar. Das war so mehr so Sprech und auch wieder dieses kultische Verkleiden und ja, also kein hohes Niveau, sagen wir es mal so. Und da haben auch die Menschen schon, sage ich mal, 37 gar nicht mehr so das große Interesse gehabt. Na, es gab natürlich hier auch Zeremonien, Antreten, auch hier in diesem Bereich gibt es auch entsprechende Fotos zu. Aber das war jetzt für die Menschen hier auch nicht mehr so der Brüller. Na, man hat es halt da so gemacht. Der Sinn war, dass man hier die Leute auch wieder zusammenführt und zusammen eine Gemeinschaft bildet und zusammen irgendwas in seiner Freizeit halt macht, ne? Um halt wieder diesen Zusammenhalt zu symbolisieren. Aber das, was hier vorgeführt wurde, war für die Leute nicht spannend, ne? Und das sollte ja eigentlich auch wieder nur dazu dienen, gewisse Wertevorstellungen und so weiter auf die Zuschauerschaft zu übertragen. Ja, also was man hier vorgespielt hat, war ja auch wieder irgendein Kult, Germanenkult oder was auch immer, was es da nicht alles gab. Das hatte kein hohes Niveau und deshalb hatten die Leute, wie gesagt, halt auch kein Interesse. So, wir werden jetzt hier einmal runtergehen. Wir müssen hier mal so ein bisschen aufpassen mit den Treppen. Aber hier von hier unten wirkt das auch noch mal komplett anders. Wenn man jetzt hier unten steht und dann schauen einen hier die ganzen Leute an und die waren halt wirklich komplett, das war komplett aufgefüllt hier. Und dann guckt man dann hier auf die Menschen, während man hier seine Vorführungen, was weiß ich nicht, alles macht. Und dann geht man hier im Prinzip direkt über, also man hat gar keinen Freiraum gelassen, geht hier direkt rüber und schaut halt hier auf die Sportstätte, ne? Das ist jetzt hier ein Fußballplatz, der wahrscheinlich nicht mehr genutzt wird, weil man kann das erkennen. Also hier ist extrem mit Wildschweinen, also richtig krass. Also man hat das ja auch eingezäunt, damit die hier nicht drauf gehen, ne? Aber
Ich glaube, hier hat schon lange keiner mehr gespielt. Hier gibt es in der Front dahinter ein Schwimmbad, das ist darunter. Und hier ist nochmal eine Turnhalle. Das Schwimmbad wird auch noch weiter genutzt. Und da ist auch nochmal ein Wandrelief drin, was ganz interessant ist. Und bei der Turnhalle bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob die noch weiter genutzt wird. Und unter uns müsste, glaube ich, auch noch ein Relief sein. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich bin nicht sicher, oder ich glaube da unten. Hier ist nochmal so eine Zwischentribüne auch. Ja, und man hat ja hier noch mehr Sportstätten erstellen wollen. Also ein riesiges Stadion, was ja wie gesagt parallel noch zum Haus des Wissens entstehen sollte für 30.000 Menschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Weil man wollte das dann später halt nicht nur für die Ordensjunker machen, sondern es sollte auch für das gemeine Volk auch hier Anlagen entstehen, und zwar solche Hotelanlagen. Es gab ja damals dieses KDF, Kraft durch Freude, wo man ja auch bei dieser Prora, heißt das glaube ich, bei Rügen, gab es auch so eine riesige Hotelanlage, wo praktisch die Menschen Urlaub machen konnten. Gemeinschaftlich natürlich immer, wie soll es anders sein? Da hatte keiner eigentlich so seine Ruhe, da wurden auch riesige Blocks hochgezogen und dann ja, konnten die Leute da ihren Urlaub machen, ans Meer gehen und so weiter. Und auch das hatte man hier vor. Natürlich hier die schöne Eifel, Wandergebiet heute, und also, dass man hier abschalten konnte, aber natürlich unter Aufsicht des NS-Regimes so gesehen. Ne? Ja, jetzt sind wir unter diesem hohen Podium, sage ich jetzt mal. Auch hier ist das Ganze hohl, mehr oder weniger. Auch hier wird was drin sein. Oder auch nicht. Vermutlich auch wieder nur so ein Treppenaufgang oder eine Lagermöglichkeit. So, hier nochmal die Zwischentribüne, wo man jetzt hier jeweils an der Seite noch weggehen konnte. Und dann ist man hier, jetzt wirklich hier, hat man noch eine Aschebahn. Aber auch hier gab es jetzt nicht sowas wie Fußballspiele unbedingt, sondern halt so ein, ich sag mal, elitäre Sportarten wie Reitunterricht. Also hier wurden dann mit Pferden dann, keine Ahnung, wie man das halt nennt, mit Pferden halt im Gleichschritt. Gibt es wahrscheinlich eine andere Bezeichnung dafür. Ich kenne mich im Pferdesport nicht aus. Und das wurde hier jetzt praktiziert, oder halt andere Sachen, Leichtathletik vor allen Dingen viel, und das halt immer in Massen halt, ne? Gleiche Übungen und so weiter, also halt alles militärisch, weil Sport, wie gesagt, war sehr, sehr groß geschrieben, neben dem politischen Unterricht, und deshalb wurde das hier ausgiebig genutzt. Wir gehen jetzt hier mal an der Seite runter, weil hier müsste jetzt noch was Interessantes kommen für uns. Genau, direkt hier an der Aschebahn, wenn man zu dieser Tribüne praktisch hochgeht, wird man hier mit einem riesigen Abbild von Sportlern überrascht. Und auch die sind halt leider nicht mehr so gut in Schuss, aber man kann es noch rudimentär erkennen. Auch das, ich werde euch jetzt hier mal ausziehen. Olmella, die ist jetzt oben geblieben, damit ihr noch mal sehen könnt, von was für einer Größe wir hier wieder sprechen. Ich schaue mal eben, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, also ich bin jetzt hier unten schon dran. So, ziehe ich euch hier noch mal ein. Zack. Ja, und wir haben hier halt, wie gesagt, eine Sportlergruppe, die hier, ja, ich weiß auch nicht mehr, was die hier so in den Händen gehabt haben, wahrscheinlich verschiedenste Sportgeräte. Diese Pose erinnert mich so ein bisschen an einen Kugelstoßathlet, der hat ja auch irgendeinen Ball in der Hand, und gekrönt wird das Ganze natürlich auch hier wieder von einem Reichsadler. Da fehlt der Kopf, die Schwingen sind noch zu sehen, und hier in der Mitte war auch wieder das Hakenkreuz, was man
rausgestemmt hat. Und ja, die Köpfe fehlen auch alle, also auch die Skulpturen wurden geschossen. Auch das müsste ein künstlerisches Werk von dem Willy Meller gewesen sein. Aber es ist zumindest noch rudimentär halt vorhanden. Ne? Also hier sieht man auch noch so ein bisschen das Eichenlaub, halt, wenn man ein bisschen näher ran schaut. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, aber das wurde jetzt auch nicht restauriert oder sowas. So, und jetzt befinden wir uns hier auf dem Sportplatz und dann könnt ihr das nochmal auf euch wirken lassen, wenn ihr jetzt hier ein Sportler gewesen seid, wie das Ganze hier auf euch wirkt. Also hier die brachialen Mauern der Tribüne und das Podium und so weiter. Hier das Relief und dann geht es halt hoch, die Singstätte, die Häuser und dann oben schon das Haupthaus. Und ja, jetzt gehen wir hier im Prinzip direkt runter, wie gesagt zum Schwimmbecken und da zu der Turnhalle. Ich vermute mal, dass hier halt auch dann Leute gesessen haben damals, um jetzt hier irgendeine Sportveranstaltung halt zu frönen. Schauen wir mal, gehen jetzt einfach mal hier runter. Ja, wie ich es mir gedacht habe, da ist auch gerade Schwimmunterricht. Da kann man jetzt überhaupt nicht reinfilmen. Das muss man machen, wenn hier kein Betrieb ist, weil das wie gesagt halt aktiv genutzt wird. Ich weiß nicht, wie es hier mit der Sporthalle aussieht. Ja, letztendlich reicht für uns ja dann die äußere Ansicht einfach nur von diesen Gebäuden. Die sind im Prinzip identisch aufgebaut und liegen halt hier ganz unten noch. Und das ist jetzt halt eine moderne Sporthalle drin. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie so ein Wandrelief oder sowas damals gab. Davon habe ich jetzt nichts gelesen. Deshalb vermute ich mal, das ist auch nicht der Fall. Ja, ich hatte jetzt nochmal nachgelesen, das Relief oben von den Sportlern, das ist in der Tat von Willy Meller. Und ich habe hier noch ein Foto, das werde ich hier nochmal einblenden, von dem Mosaik mit den Herrenmännchen, die praktisch in so einer Brandung laufen. Das erkennt man dann da, deshalb habt ihr dann da auch nochmal einen Einblick. Wie gesagt, Sport war halt eine zentrale Rolle für die Nationalsozialisten, weil viele der Punkte oder wie sie einen Herrenmenschen deklariert haben, halt aus Sport entstanden, also Kraft, Furchtlosigkeit, Disziplin und so weiter und so fort. Und all das konnte man natürlich mit Sport erreichen und deshalb wurden diese Bauten für Sport, diese Arenen und Sportplätze halt immer weiter hier gebaut, also über die Jahre hinweg, also ab 35 ging das ja weiter. Und man hat halt diese ganzen Objekte dann immer weiter in den Jahren mit Treppen und so weiter verbunden. Und das Ganze sollte halt wirklich ein Stück weit hier runter zum See gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier gut sehen kann, weil jetzt hier so viele Bäume direkt davor sind. Also man wollte sich hier im Prinzip dem See dann halt auch annähern. Und ja, wie gesagt, das sind Dimensionen. Das ist wie gesagt schon dieses Stadtfeeling, was man dann erreichen wollte. Wie gesagt, Germania in der Eifel, ähnlich wie es halt in Berlin werden sollte das hier ein zentraler Machtapparat und ideologischer Apparat halt werden, wo sich die Menschen halt austauschen im Nationalsozialismus und zusammen halt dieses ideale Menschsein halt frönen und verkörpern. So muss man das einfach sehen. Ja, Freunde, kommen wir zum Ende des Videos. Wir verlassen jetzt die Anlage Vogelsang. Es war sehr, sehr beeindruckend für uns und wir hoffen, dass es für euch auch sehr beeindruckend gewesen ist. Wie gesagt, hier gibt es noch viel mehr zu erkunden und zu entdecken. Wir haben ja jetzt, sage ich mal, den Nachkriegszeitraum hier mehr oder weniger in dem Video
ja, rausgenommen, weil der für uns jetzt hier nicht so von Interesse war, aber natürlich auch zu der Gesamtgeschichte auch gehört. Aber der Fokus lag jetzt wirklich auf die Nutzung im Zweiten Weltkrieg. Auch da haben wir jetzt sicherlich nicht alle Themen jetzt hier zu Vogelsang behandelt. Zum Beispiel halt auch, ja, dass hier auch zum Beispiel Frauen untergekommen sind, die hier verschiedenste Dienste übernommen haben, gerade was halt die Logistik und Wäscherei und Nahrungsmittelversorgung, also Kochen und so weiter anbelangt. Auch das hat hier eine Rolle gespielt. Das kommt hier natürlich auch alles im Video wahrscheinlich viel zu kurz, aber wir wollten euch erstmal so den Hauptkern des Themas ein bisschen näher bringen, warum man diese Ordensburgen ins Leben gerufen hat. Ja, auch hier im Hintergrund seht ihr nochmal solche Rampen für Fahrzeuge oder Panzer. Die sind auch im Nachkrieg-Zeitraum entstanden unter den Belgiern, die das ja hier als Kasernengelände genutzt haben. Hier ist jetzt übrigens der entsprechende Parkplatz, wo man parken kann, wo das halt losgeht. Da ist das Zugangsportal in die Anlage. Und da in diese Richtung bewegt man sich auf den Kern der Anlage zu. Ja, es ist im Grunde gesehen für uns halt auch nochmal schwer zu begreifen, was das halt für ein Ort ist. Aber es ist halt ein Ort eigentlich, der letztendlich auch das wahre Böse vielleicht ausgestrahlt hat oder Kern des wahren Bösens gewesen ist. Muss man einfach so sagen, weil hier wirklich die Menschen so indoktriniert worden sind, dass sie wirklich ihre Menschlichkeit einfach verloren haben. So würde ich das bezeichnen. Sie wurden entmenschlicht und zu einem Übermensch, zu einem Herrenmensch heraufbeschworen und sind mit diesen Gedanken und mit ihren Fähigkeiten praktisch in die Welt geschickt worden und haben halt andere Menschen das größtmögliche Leid halt angetan. So muss man das sehen. Also man geht davon aus, ganz genaue Zahlen gibt es wie immer nicht, das ist logisch, aber man geht aus von diesen 500 Ordensjungern, die hier ausgebildet wurden und dann Richtung Osten geschickt wurden, dass die um die 300.000 Menschenleben auf dem Gewissen haben. Durch ihre Kommissariatstätigkeit in den einzelnen Gebieten im Osten und ihrer Verantwortung an der Spitze, was Deportation, Zwangsarbeit und so weiter anbelangt. Das muss man einfach sagen. Das ist der Kader gewesen, der Führungskader der NS-Ideologie und die sollten im Prinzip in den Ostgebieten das ja, Germanisieren voranbringen und Lebensraum für die deutsche Bevölkerung im Prinzip schaffen. Ja. Und das ist halt wirklich krass, das zu sehen, dass es da den Anfang genommen hat. Und man muss halt überlegen, es war nur der Zeitraum 36 bis 39, wo diese Menschen ausgebildet wurden. Und wenn das, sage ich mal, noch weitergegangen wäre, was für noch größerer Schaden letztendlich angerichtet worden wäre. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, wie immer, was ich schon angesprochen habe, ist ein Großteil dieser Leute auch nicht im Nachgang verurteilt worden für ihr Verhalten und für ihre Unmenschlichkeit. Und es haben sich auch danach noch Kameradschaften gebildet und die auch hier diese Anlage noch besucht haben und praktisch in ihren Geschichten und ihren Erlebnissen geschwelgt sind und wahrscheinlich immer noch der ganzen Zeit eine Träne hinterher geweint haben. Aber die Frage ist, ohne das jetzt zu reduzieren, aber diese Menschen waren dann eigentlich komplett zerstört. Also man hat sie von Grund auf zerstört, sodass sie ihren Fanatismus und ihre Grundhaltung bis zu ihrem Tod nicht abgelegt haben. Und das ist halt traurig, ne? Dass man einen Menschen so innerlich zerstören kann, dass er einfach nur noch fähig ist, Unmenschlichkeit halt ja, auszuüben. Ne? Das soll uns halt, wie gesagt, alles eine Lehre sein. Und ich finde das gut, wie das hier aufgemacht ist. Man wird hier überall entsprechend informiert. Auch behindertengerecht ist das Ganze. Es gibt hier überall für Blinde, Blindenschrifttafeln und so weiter. Auch die können hier Informationen abrufen. Auch Rollstuhlfahrer und so weiter kommen eigentlich überall hin, meiner Meinung nach. Also gerade auch in diesen Ausstellungsbereichen und so weiter ist das auch ganz gut gemacht. Und ja, somit kann sich eigentlich jeder informieren. So, das soll es jetzt von uns hier gewesen sein. Wir hoffen, für euch ist das auch so ein
kleiner, ja, so ein Hinweis oder ein Ausflug wert, dass ihr vielleicht Interesse habt an dem ganzen Thema und hier selber mal vorbeischaut. Also wir sind ganz früh losgegangen, da hatten wir das Ganze noch für uns. Ich glaube, die Ausstellung machte irgendwie 10 Uhr oder so auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, heute ist Samstag, da ist wahrscheinlich überproportional viel los. Aber ja, wenn man für sich allein ist, hat das alles immer noch einen anderen Flair und es wirkt halt anders auf einen. Ne? Also man muss schon daran denken, dass halt hier viel Tourismus ist. Ist einfach so. Ne? Das sollte jetzt im Video, kommt das wahrscheinlich anders rüber, weil ich hier fast noch alleine rumlaufen konnte. Aber mittlerweile sind ja so viele Menschen, dann ist man so nirgendwo wirklich alleine. Aber ja, so ist es halt. Ja, dann schaltet am besten das nächste Video ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wenn man heute durch die gewaltigen Anlagen von Vogelsang geht, beeindrucken zunächst die Architektur, die Ausmaße und die Lage hoch über dem Urftsee. Doch hinter all dem Stein verbirgt sich eine Geschichte, die weit über die Gebäude hinausgeht. Eine Geschichte darüber, wie Menschen versuchten, eine Generation nach ihren Vorstellungen zu formen, wie junge Männer davon überzeugt wurden, einer vermeintlichen Elite anzugehören, und wie aus Ideologien, die Menschen nach ihrem Wert einteilen, unermessliches Leid entstehen kann. Vogelsang erinnert uns daran, dass die größten Gefahren oft nicht mit Waffen beginnen, sondern mit Ideen, mit Ausgrenzung, mit Hass und mit dem Glauben, über anderen Menschen zu stehen. Gerade deshalb sind Orte wie dieser so wichtig, nicht um sie zu bewundern, sondern um zu verstehen, damit sich die Fehler der Vergangenheit niemals wiederholen.